So, hallo und willkommen. Ich bin's wieder, euer Marc, und heute starten wir mit Let's Play Part 37 von Heute, Final Fantasy. Das letzte Mal, ja, haben wir das Reich der Quatschos beendet. Ja, und auch zwei Bosse eigentlich besiegt. Als erstes die Quatscho-Königin samt ihre, wie soll ich sagen, Dienerinnen Mene und Meg. Und danach gleich dazu den Königsdombery. Gut. Danach haben wir den letzten Schlüssel, also den Gezeitenschlüssel erhalten. Und wir könnten jetzt zum Kristallturm gehen, aber ich habe heute gesagt, dass dieser Part rein nur Aufträge von namenlosen Mädchen sein werden. Also würde ich sagen, fangen wir mal an. Na gut. Hello. What now? Bevor ich das mache, nochmal kurz nachschauen, ob ich wirklich alles vorbereitet habe. Celeste, Barts, Shelk. Wie es aussieht, scheine ich wohl schon auch Cloud verwendet zu haben. Ja, die habe ich gestern halt auch noch gekauft, den Heldenemblem von Tidus. Blitzballgott fügt einem Gegner physischen Marc, lerne lesen, fügt einem Gegner physischen Schaden zu, ignoriert Abwehr, erhöht Ausweichenwerte der Gruppe. Und Shantoto, Magieschub, fügt einem Gegner magischen Schaden zu, ignoriert Abwehr, erhöht Magieangriff der Gruppe. Ja, und wie gesagt, Shantoto habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht gefunden. Eigentlich kann ich Shelk auch weggeben. Weil sie weiß ich, habe ich ja schon mal benutzt. Omnischlag. Ich weiß jetzt wirklich nicht, habe ich das... Ich hätte mir den letzten Part nochmal genauer ansehen sollen. Aber ich glaube, ich habe Cloud schon gemacht. Weil ich weiß, ich habe ihn ja ausgerüstet. Wisst ihr was? Ich werde jetzt auch einfach Tidus hinzufügen und einfach Welcome to the anfangen. rift between dreams and time. What now? Whose soul will you touch? Weil wir haben jetzt schon richtig viele Alma-Kristalle, 12 Stück. Das ist mal so viel, wir können insgesamt 6 Aufträge machen. Und ich sag's gleich, das sind jetzt nicht die einzigen 4, es kommen schon noch ein paar dazu, denke ich zumindest. Ifrit, der Wohltäter. Wird unsere erste Aufgabe sein. Look at this place. I smell an adventure, Boko. Hold it right there! The treasure in this cave belongs to me! Hey, you're more than welcome to it for all I care. I'm here for the thrills, and that's about it. I've got it. You can have the treasure, but let's team up. It'll be way more fun with the two of us. I can keep it all? Woohoo! You're the best! Okay, let's get this show on the road. My name's Riku, and you're... Oh, I'm Bartz. This is Boko. The pleasure's ours. Naja. Wow! This place rules! Aren't you just, like, super excited? Yeah, I bet the treasures in here are gonna blow our minds. Treasure, la 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 la. What's that? What insolent fools dare trespass upon Ifrit's hallowed domain? You shall rue this intrusion for the remainder of your soon-to-be shortened lives. Whoa,
intense! What a slick-looking mirage! Yeah, he looks really strong. He's all like burn and stuff. That's strange. Shouldn't they be cowering in fear? I said I am Ifrit! Leave this place now, or I will roast the flesh off your bones! Bartz! Don't you realize what this means? A guardian! Now we know the cave is packed with loads of awesome treasure! I was about to say, you sure know your rules of adventure. Strong foes always position themselves in front of the important loot. These pipsqueaks, are they enjoying themselves? You fools! Turn back now. I will not warn you again! You all stay out of this! Zu dieser Stelle musste ich unbedingt lachen. Ifrit, oh my gosh. Did you just... I don't believe it. You saved our lives? Huh? No, Ifrit just saved us from that mirage. Come on, Bartz. We can't let him do all the work. Yeah, it's our turn to save him. What? But I wasn't trying to help you. I was just trying to... Okay, das ist ein mächtiger Missverständnis. Whoa! Who knew that Ifrit was such a nice guy? I guess that none of them did get it. Don't lump Riku and Bartz in with Lon. He's on a different level. You make a good point. Huh? What are you guys talking about? Okay. Ich konnte schwören, ich hatte es länger in Erinnerung, aber okay. Das soll nämlich die letzte Weiterentwicklung von Behemoth sein. Okay, aber dafür ist das sehr leicht einzufangen, das stimmt auch. Normale Angriffe waren es. Behemonster, Schwäche, Schatten. Besonders wirksam in dem Fall, obwohl er ein Plus ist, wäre trotzdem Gift und Tobsucht. Verwende physische Attacken. Du benötigst zudem ein Behemoth Prisma. Größe XL. Das heißt, das ist eine Mega Mirage. Wird sogar mein allererster Mega Mirage sein. Ich werde ihn ein paar Mal angreifen, damit ich die Chance also erhöhen kann, ihn anfangen zu können. Schwerer Konter. Weil er ist ja wirklich nicht zum Unterschätzen. Na, weiter. Okay. Und gleich weiter angreifen. Aber dafür wird der Kreis verschwindet der Kreis schneller. Das sehe ich zumindest erst jetzt. Also für so eine große Mirage kann ich mir schon mal sehr gut vorstellen, dass ich viel mehr abziehen muss. Ja, ebenfalls der Konter kann mir einiges ersparen. So, jetzt könnte es vielleicht gehen. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte sogar gedacht, das wäre es immer noch nicht. Yeah! Good job! Trotzdem gibt er zu wenig Erfahrung her. Damit hätte ich mal alle angefangen. Dieser legendäre Behemoth ist doppelt so wild und dreimal so leicht reizbar wie ein normaler Behemoth. Er läuft auf zwei Beinen
um mit seinen Bauchmuskeln anzugeben. Yep, ich bin mir sicher. Also damals hätte ich nicht erwartet, dass der hier so aussehen würde. Aber als ich ihn gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, okay, ist logisch. Das ist der... Da haben sie halt den Behemoth von Final Fantasy X genommen. Ob das aber wirklich dasselbe Design ist, weiß ich gar nicht, aber der Behemoth zumindest ein 10er-Teil ist von Anfang an auf 2 Beinen gestanden. In gewissen Teilen steht er erst später auf. 13er beispielsweise, man musste ihn erst schwächen, damit er das macht. That oughta do it. Your cave will be safe now. Thanks, Ifrit. You're the best kind of friend we could ask for. Look, you really have the wrong idea. I can't go stealing from such a stand-up guy. I promise to leave your treasure alone. Okay? You keep it. I agree. Not after he rescued us, because that would just be bad form. It is true. Your burning passion has moved me. I could not allow your fires to be snuffed out. And just so you both know, there was never any treasure here to begin with. What? So it's a bust? Oh, man. That's no fun. Hey, chin up, Riku. Next time, huh? There are other caves. You're right. Hopefully, they've got some fierce mirages, protecting some awesome treasures, cause nothing else will cut it. Bingo. It's too bad Ifrit wasn't a vicious guardian. Those always show up before the loot. You know how this stuff works. Yeah, and they got a taunt. Something like, I will knock you all down, or whatever, before they run at you like a maniac. But I'm in this for the long haul. Somewhere out there, awesome treasure is waiting just for me! You said it, Riku. That's the spirit. Treasure, wedgie, treasure, reggie, la 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 la. Baka! Do do do. Hey! No one's ever handled Hey! a treat like that before. Who are those two? Normalerweise, wenn ich ehrlich bin, in Final Fantasy V habe ich Barts doch nie so gesehen. Normalerweise ist er viel intelligenter. Hier haben's die Final Fantasy V Charaktere, mit Ausnahme von Ferris natürlich, haben sie überhaupt recht dumm dargestellt. Riku hatte ja schon zwar hin und wieder ein kindisches Verhalten, aber nicht so einen kindischen. Zumindest ich erinnere mich nicht wirklich daran, dass sie so kindisch war. Need something? What now? Naja, wenigstens kann ich mal meine Belohnung abholen. Gut, der schwarze Chocobo. Master, are you certain that it came from here? This SOS from the Chocobo sounds pretty far-fetched if you ask me. Yes, I know that's what you told me, but we've scoured the area and I don't... Huh? Boko, you sure that black Chocobo's part of it? Those Chocobos have been worked to the bone. You're right about one thing. We have got to set them free. Hey, Master! Did you hear that? That young man is going to save the Chocobos! Come on! Hold on a minute. That Chocobo is Hyperion. What is he doing here in Grimoire? Hey, Beaky! What do you want with all these Chocobos? You know, this black chocobo's got a memorable name. Seraphy once told me that there was a chocobo of that name and color that made a name for himself at a place called the Gold Saucer. Wow, I love amusement parks. Wait, how did you know it's an amusement park? Good question.
Ja, okay. In dem Fall war es eher höchstwahrscheinlich wie soll ich sagen, Erinnerungsbruchstück. Diese Mirage kann nicht eingefangen werden, das heißt, ich krieg nur die Erinnerung. Größte Schwäche wäre Licht, ansonsten ist er gegen alles immun. Der schwarze Chocobo. Schwarze Chocobos sind eigentlich eine wilde Art von den ganzen Chocobos. Das heißt, den kann ich mal erledigen. Damit kann er sogar seine Geschwindigkeit erhöhen. Da kommt der Blitz drauf. Und bei Alarm Fertigrüstungsbrecher verwenden. Okay, der sieht zumindest nicht so stark aus. Und der Chocobo-Tritt ist ja, glaube ich, die stärkste Attacke, den er beherrscht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei der schwarzen Art war, aber ich glaube, die war gar nicht so stark gewesen. Also, Entschuldigung, der Tritt ist ja, glaube ich, sehr stark. Ja, das ist schnell gegangen. Auch wenn ich mit 68 Punkten knapp überlebt habe. Eine Phönix-Daune. Phew! We did it, Boko. But I don't get it. What was that Chocobo's problem? Okay, guys. You're free to go. Oh, who are you? Chocobocolina! Oh, I'm just a regular old passerby. Plain as they come. I have to say, you are really something. It takes one tough hombre to handle Hyperion. And I suppose Hyperion must be that black Chocobo from before? I tell ya, that thing was more behemoth than Chocobo. And it's not often that Boko gets openly hostile toward anything. Oh, and by Boko, I mean this fella. I'm Bartz, and you are? My name is Chocolate. I can see Boko is very smart. That, and he seems to have the same keen senses as my master. Master? Say, Bartz, if you're planning a long journey, why don't you visit my shop before you go? I carry just the kind of items an enterprising adventurer needs. And I want to ask you more about those chocobos, too. Wow. You should have said that you run your own shop. Sure, we'll take you up on the offer. Right, Boko? Oh, perfect! Right this way! Chocoboko Ching! So, I meant to ask, why are you able to understand what Boko says? Me and Boko just have a special connection. Und wenn ich ehrlich, naja, das stimmt wirklich. Sie haben wirklich eine... Ich kann mich auch so heilen, wenn ich ehrlich bin. Oder? Ja. Hallo Engelbert, na wie geht's? Ja, und wenn ich ehrlich bin, ja, Bart und Boko haben wirklich eine gute Beziehung. Auch wenn Bart jetzt wirklich im 5. Teil schnell mit herschlagen ist. Zumindest mir kam es so vor. Good morning. What now? Whose soul will you touch? Was machst du gerade, Engelbert? Gut, 3 Haststeine. Nehme ich gleich als nächstes Wortgefecht. Als Wortgefechte.
this the place? That Mirage menace has got to be close now. Oh, wasting no time, I see. You're going down. Ah! What the? What? You lunatic! Sorry, I thought you were a Mirage. Last I heard, there was a real dangerous one prowling the area. You're the only danger here. Do you always lunge at strangers without thinking? I said I'm sorry. So, let's roll. Where are you headed? You say that as though you actually believe I'll let you come along with me. Well, of course I am. A dangerous mirage is on the loose in this forest. And it's not safe to be wandering around by yourself. What a hero. You know, I'm perfectly capable of So, it's settled. I'm Snow. And you? Celeste. You know, it's rude to Celeste, huh? I like it. Okay, off we go. interrupt. So tell me about this mirage. Well, according to the villagers, the thing's supposed to be some kind of colossal beast. Somebody's got to step up and do something about it. And you let them talk you into hunting it? Birds! Show yourself! What was that? I have you now! Birds! What have we here? So you're the mirage everyone's talking about. Oh yeah, you look like trouble to me. Am I seeing things? Parts? Is that you? Something's different about you. Is it the hair? Well, you're done scaring the villagers. I'm putting you down right now. Nice try. You'll need more than an extreme makeover to pull the wool over Gilgamesh's eyes. Oh, I see. I'll bet it was you that set that vicious monster on me before. Any last words? Listen to you. It's like you're having separate conversations. Hey, Gilgamesh, right? Do you think that monster that attacked you could have been... I haven't waited this day 100 years. It's over, Bart. Your reign of terror is over! This is insane. Okay, Gilgafresh, get ready for a fistful of lawn! First of all, Lon, you need to pay better attention to people's names. Second of all, Gilgamesh. Has he even noticed that he's fighting against us now? I don't think so. Poor Celeste. She's surrounded by idiots on all sides. Na gut. Und Engelbert wurde es eigentlich in einen Kurs eingeteilt. Oh. Okay, er ist weg. Und dabei rede ich ungern, wenn normalerweise Filmsequenzen sind oder, wie soll ich sagen, ein Gespräch ist. Weil, wenn ich ehrlich bin, verwirrt es mich nur beim Reden und ich bin eigentlich eh schon so leicht zu verwirren. Gut. Okay, ich habe ihn ja schon analysiert. Not done yet. Er wird einfach sein. Auch wenn der letzte Schritt das enorm war. Ich muss mal schauen, ob Nihil mehr hilft als Blitzer. Nicht wirklich. Aber Rüstungsbrecher kann ich benutzen. Blitzer. Okay. Aber das stimmt wirklich. Zuletzt ist nur von Idioten geben. Entschuldigung. Mich wundert nur, dass er jetzt nicht sogar Courage und Denner noch spricht.
eher Courage. Ich habe ihn nie richtig zaubern gesehen. Mit Ausnahme von jetzt. Aber ich habe wirklich... Achso, ja, stimmt, wegen den Wallungen. Kann es jetzt etwas länger dauern. Bann. Habe ich keinen Bann? Auf jeden Fall mit Barts anscheinend. Let's get this started, kids. Paradoxer Klinge. Na, welches soll nicht der? Oh, now you're asking for it. So long. Ah, von dieser Attacke habe ich doch keine Angst, solange er nicht das wirkliche Schwert Excalibur zieht. Brauche mir ja keine Angst, keine Angst. Blitzre. Ja, ich werde aber einmal nur angreifen. So schwer ist der eigentlich gar nicht. Das muss ich ja schon noch sagen. Blitzschlag liegt bei mir eigentlich. Ich kann er so oft einsetzen, wie er will. Nur lang würde halt viel Schaden nehmen. Ob ich mit Rüstungsbrecher Ingodex aufgeben kann? Eine spannende Frage. Oder noch besser gesagt eine gute Frage. Hat aber nur Schaden bekommen. Aber er wählt großteils nur Excalibur aus. Ja, einmal habe ich bis jetzt gesehen, dass er Excalibur genommen hat. Das ist also das richtige Schwert. Ich nehme dabei kopflos. Oh, und selbst das nimmt mehr weg als ein gewöhnlicher Angriff. Und gleich noch einmal. Ah, okay, da kann ich ruhig jetzt der Blitzschlag nehmen. Blitzschlag. Verdammt, ich will den Blitzer nehmen. Was rede ich da? Elementsynergie Feuer. Halt lang nicht mehr durch. Zieht aber nicht mehr ab als ein gewöhnlicher Angriff. Okay, ich glaube, sein Protest hat aufgehört zu wirken. Okay, den Kampf habe ich gewonnen. 3 Missionen. Das geht eigentlich. Das waren noch 3, oder? Ja, das waren 3. Eine Mega-Phönix erhalten. That's what happens to mirages that misbehave. The villagers want you gone, so tough luck. Huh? Sorry? Villagers? Just stop! Listen, Snow. Huh? What are you doing? Don't tell me you're on his side. Would you just settle down? Listen when people talk to you. Hey, buffoon! Who? Me? Earlier you mentioned that some vicious monster attacked you, right? What did the thing look like? I suppose that I would describe it as a colossal beast.
but it met a quick end at the hands of Gilgamesh and his mighty blade. Snow, do you see now? That dangerous mirage is gone. And you, Gilgamesh, this isn't the person you've been looking for. His name's Snow, not Bart's. Well, when you point it out, he seems dangerous. It doesn't look especially beast-like. Whoa! So, Bart's is someone else? I just knew that something was off. Oh, that was my bad, Garglemesher. Man, you totally had me fooled there. I like your style. You may not be Bart's, but you're just as worthy an opponent. I had the wrong guy, but you put up a good fight. Like your style. Do they even hear each other? Any tough guy willing to go around with me? Hey, we are now bros. Bros, you say? Bros. I like the sound of that. Man, the two of us must have been destined to go head-to-head today. Do you think we, like, knew each other in some past life? No, not that I remember. Then, have you ever been a frog? No, not that I remember. They deserve each other. Da treffen sich zwei Volltrotteln, wortwörtlich. Welcome to where fantasy melds with reality. Auf jeden Fall werde ich noch eine Belohnung abholen. Ja, das wäre sonst wirklich die letzte Aufgabe. Ah, die Sorgen einer Brücke. Okay, ist schon die letzte Aufgabe dabei. Weil, ich sag's gleich, die Sorgen einer Brücke, da brauche ich sehr viele Punkte. Also eine sehr hohe Stufe. Ich schätze mal unter 60, 70 werde ich diese Aufgabe nicht annehmen. Goodbye. Okay, vielleicht übertreibe ich hier auch. Weil jetzt da bin ich gerade auf Stufe 44. Na gut, dann würde ich einmal sagen, beenden wir den heutigen Part. Bis jetzt sind eigentlich immer nur 2 Aufträge sich ausgegangen, aber jetzt, das sind eigentlich schon 3 ausgegangen, das geht wirklich. Also ich kann dabei nicht klagen. Naja, falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen. Abo wäre auch nicht schlecht. Dann sehen wir uns morgen wieder bei Resident Evil 1. Ab morgen fängt dann die Chris Story an. Tschüss, Baba und falls nicht.